So, heute Tag 2 in Kapstadt und es geht auch direkt schon wieder weiter. Und nicht vergessen, so, wir haben uns heute dazu entschieden, die kürzeste Route zu nehmen, weil wir gestern die längste Route genommen haben und dann doch ein bisschen wenig Zeit hatten, noch das Auto abzufilmen von innen und außen. Wir nehmen heute die kürzeste Route und wir fahren heute durch die Weingebiete. Ich bin mal gespannt. Und dann können wir auch mal so ein bisschen das Auto auseinandernehmen. Also nicht wortwörtlich. Überschlag und so. Ah, die Taube, die ist auch sehr gut hier, geht über den Zebrastreifen. Dieser Satz hätte auch von Helge Schneider kommen können. Diese Taube ist sehr gut. Ja, vor uns fahren gerade Sam und Nicole in dem weißen Audi A7. Ist auch der schönste, finde ich. Ist der schönste, weil er das S-Line Exterieurpaket hat. Man hat ja auch Doppelverglasung. Wenn man den Fenster runter macht, kann man das auch sehen. Da sind ja 2 Scheiben quasi übereinander. Und die gehen extrem leise runter. Achtung. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Ja. Bei anderen Autos immer. Ja, und diesen Soundeffekt baue ich demnächst immer ein, wenn du ein Fenster runter machst. Ich habe jetzt gerade hier auch das Spurhaltesystem an. Ich lasse mal das Lenkrad los und guck mal, wie das so funktioniert. Jetzt kommt eine Kurve. Das funktioniert. Cool. Ja, man sollte die Hände schon am Lenker lassen, aber es klappt. Hält die Spur. Wir fahren jetzt hier über so eine abgesperrte Farm. Das ist ein Riesengelände, hier sind viele Tiere. Ich habe jetzt mal das Fenster runter gemacht. Es ist zwar warm draußen, aber die Luft von außen, die ist so schön. Man riecht so richtig diesen Sommer und die Nadelbäume, das ist so ein schönes Gefühl einfach. Ich reise heute wieder zurück nach Deutschland, da liegt gerade Schnee. Und deswegen versuche ich natürlich jetzt noch so die letzten Eindrücke hiervon mitzunehmen. Da sind wir, wa? Da sind wir. Und jetzt gucken wir uns das erstmal an hier. Das sieht ja richtig gut aus. Jetzt habe ich auch endlich mal ein bisschen Zeit, mir das Ganze mal vom Näheren zu begutachten, beziehungsweise auch mal von außen mir das Auto anzusehen. Ja, was gibt es Neues im Audi A7? Ich habe euch das Auto ja auch schon damals bei der Weltpremiere vorgestellt und endlich konnte ich ihn auch mal fahren und ein paar Sachen mal testen und ein paar Sachen ausprobieren. Vom Außen habt ihr ja vielleicht schon gesehen, hat sich so einiges getan. Das ganze Auto ist ein bisschen kantiger geworden. Die Heckleuchten, ihr seht, das habt ihr auch schon vielleicht damals in meinem letzten Video gesehen, haben sich unter anderem auch geändert. Wir haben jetzt ein durchgängiges Lichtband und ich kann ja auch vielleicht gerade mal einblenden, wie das Ganze aussieht, wenn man das Auto öffnet und schließt. Das sieht man jetzt hier in der Sonne nicht. Und zwar haben wir da eine richtig coole Lichtanimation hier hinten sowie auch vorne in den Scheinwerfern. Auch wieder wie bei vielen neuen Audi-Modellen typisch sind hier diese chromen Auspuffblenden, die ja eigentlich keinen Sinn und Zweck mehr haben, sondern nur noch optisch irgendwas darstellen sollen. Aber da muss man dazu sagen, liebe Leute, auch wenn da vielleicht einige sagen, warum soll das so sein, was hat das für einen Sinn, was hat das für einen Zweck. Hersteller machen ja auch Studien und testen ja auch ihre Produkte und zeigen diese Produkte vorher einem Testteam. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass den Leuten da was fehlt, wenn da nichts mehr ist. Auch wenn da gar kein Abgasrohr mehr eigentlich ist, sondern es unterm Fahrzeug ist, fehlt den Leuten optisch da was. Und deswegen hat Audi das so gemacht. Stellt euch das Auto einfach mal ohne vor. Sieht ein bisschen komisch aus. Durch dieses abgeflachte Heck denkt man eigentlich, da fehlt Platz. Aber wie man sieht, ist hier ordentlich Platz. Koffer sind schon drin. Hier passt einiges rein. Und es spendet Schatten. Ich glaube, ich bleibe einfach hier sitzen. Den Heckspoiler kann man selber automatisch ausfahren lassen, wann man es möchte. Oder er fährt
selbstständig bei 120 km/h raus und bei 90 km/h wieder rein. Gucken wir uns doch einfach mal an, was das Auto drin noch so zu bieten hat. Der A7 wird künftig mit einem Smartphone zu öffnen sein. Hierfür das Smartphone einfach an den Türgriff halten und das Fahrzeug öffnet sich per NFC-Verbindung. Dann das Smartphone ins Auto legen und die Zündung betätigen. Es wird kein Schlüssel mehr benötigt. Das Ganze lässt sich auf 6 verschiedene Mobilgeräte übertragen. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist einmal die coole Nachtsichtkamera. Und da vorne hat sich schon ein netter Herr zur Verfügung gestellt, der hier mal durchs Bild läuft. Und wie man hier vielleicht im Display erkennen kann, wir haben es jetzt zwar Tag, aber ungefähr genauso würde es auch bei Nacht aussehen. Also wenn halt wirklich auch bei Nacht mal ein Reh oder ein Mensch vor das Auto läuft, dann sieht man das auch, weil es eben so angeleuchtet ist. Wir haben hier die Möglichkeit im Virtual Cockpit auch nochmal die Tachoanzeigen zu vergrößern und zu verkleinern. Dementsprechend ist auch nochmal hier alles, was in der Mitte angezeigt wird, dann auch größer oder halt eben kleiner. Was vielleicht auch noch ganz cool ist zu sehen, wo sind wir jetzt genau, wo befinden wir uns gerade? Und das kann ich auch noch mal hier genau im Cockpit sehen. Ich habe jetzt hier eine Erdansicht, wenn ich hier immer weiter reinzoome, man sieht, wir sind wirklich am untersten Zipfel von Afrika, ne? Hier in Kapstadt. Hier kann ich immer näher ranzoomen. Das ist dann eine Satellitenansicht. In dem Auto ist jetzt keine Karte von Kapstadt eingespeichert, deswegen sehen wir jetzt auch hier keine Straßen oder sowas. Ich habe jetzt aber auch noch mal hier im Navi einfach Frankfurt eingegeben. Jetzt sehen wir hier einmal die Ansicht von einer Straße von Frankfurt. Was interessant ist, dass das Navigationssystem auch die Struktur der Straße gespeichert hat. Das heißt, das Navigationssystem kennt die genaue Straßenführung und kann auch erkennen, auf welcher Straßenseite ich mich befinde. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel eine 3-spurige Straße haben, dann sieht das Navigationssystem genau, auf welcher Spur ich mich befinde und zeigt auch dementsprechend die Navigationsführung an. Und dann auch noch ein richtig, richtig geiles Feature. Wir haben eine 3D-Ansicht. Wenn ich das jetzt mal so bewege, sieht man hier die Skyline von Frankfurt in 3D. Das können wir einfach hier mit 2 Fingern bewegen. Wir haben einen Online-Radioempfang, den wir weltweit empfangen können. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Lieblings-Online-Radiosender aus Deutschland hier in Kapstadt hören möchte, dann kann ich das tatsächlich auch tun, hier online. Und wer kennt es nicht? Ihr hört Radio, ihr fahrt eine weite Strecke über die Autobahn und die Reichweite des Radiosenders reicht nicht mehr und ihr hört nur noch ein Rauschen. Das Radio sucht sich wahrscheinlich einen neuen Alternativsender. Und das haben wir hier nicht mehr. Warum? Sobald das Fahrzeug merkt, dass keine Verbindung mehr zum lokalen Radiosender besteht, wechselt er automatisch auf denselben Sender, aber online. Das heißt, egal wo ihr fahrt, ihr könnt jederzeit euren Lieblingsradiosender hören. Auch in Südafrika. Auch in Südafrika. Richtig geil. Mein Lieblingsspielzeug in dem Wagen. Wir probieren die Sprachsteuerung aus. Und die kann mich ganz gut verstehen. Ich kann nämlich das Navigationssystem und auch die Klimaanlage über die Sprachsteuerung bedienen. Und es gibt diese Funktion nicht mehr so, dass es nur noch auf bestimmte Schlüsselwörter hört, sondern ich kann zum Beispiel einfach sagen, mir ist kalt. Welche Temperatur soll ich für Sie einstellen? Bitte 21 Grad. Gut, ich erhöhe die Temperatur auf 21,0. Wow, wie cool ist das bitte? Oder ich kann Sitzbelüftung Stufe 1. Gut, ich stelle die Funktion Sitzbelüftung auf Stufe 1 ein. Ich kann mich mit dem Auto unterhalten. Das ist mal eine coole Aktion. Ich kann aber auch hier in der Zielführung, wenn ich möchte, nicht nur auf der Tastatur was schreiben, sondern ich kann jetzt auch zum Beispiel selber was hier reinmalen. Zum Beispiel H. I. A. Das Navigationssystem wiederholt die Buchstaben, die ich schreibe, wenn ich im Auto sitze und bei der Fahrt vielleicht ein Ziel eingeben möchte, kann ich hier einfach quasi blind schreiben. Ich muss dabei nicht mal auf die Tastatur gucken. Das Navi hat meine Krakelschrift erkannt. Das heißt, ich kann wirklich bei der Fahrt mal eben zack, zack, zack hier irgendwas hinschreiben mit dem Finger, weil man selber ja weiß,
wie die Buchstaben ungefähr zu schreiben sind. Selbst wenn die nicht gut aussehen, erkennt das Navigationssystem das. Natürlich kann man das auch per Sprachsteuerung. Das ist die einfachere Variante. Ich kann ja jetzt auch einfach sagen, navigiere mich nach Ingolstadt. Ich habe hier auch nochmal die Funktion, das obere Display auszuschalten. Das geht hier. Das heißt, wenn ich bei Nacht fahre und mich das Display irgendwie zu stark anleuchtet, dann drücke ich den Knopf. Hier kann ich einmal das Virtual Cockpit auch nochmal verändern. Und hier zum Beispiel habe ich auch noch einen Knopf, um den Heckspoiler ein- und auszufahren. Und wer sich jetzt fragt, wie reinigt man sowas eigentlich, weil so ein Display wird ja auch schnell dreckig, wie man auch erkennen kann, sobald man was drückt, hat man halt die Fingerabdrücke drauf. Und wie reinigt man sowas jetzt, ohne jetzt sämtliche Tasten zu drücken? Da gibt es einfach die Funktion, dass ich hier auf diesen Button lange gedrückt halte. Dann sind beide Displays aus. Ich kann hier quasi jetzt drüber wischen mit einem Tuch, ohne dass ich was drücke. Und wenn ich es lange gedrückt halte, dann gehen die beiden Displays auch wieder an. Gucken wir uns auch nochmal die Parkkameras an. Und da gibt es ja auch nochmal die coole Funktion dieser 3D-Ansicht. Wir haben einmal die Ansicht von oben. Das sind viele Kameras am Auto verteilt, rundherum. 4 Stück. Und die sorgen halt eben dafür, dass das Bild so aussieht, als würden wir das Auto von oben sehen. Und wie man jetzt hier vielleicht sehen kann, die netten Herren, die hier neben den Autos stehen, die kann man ganz gut erkennen an den Füßen hier. Das heißt, sollte man mal ausparken und irgendwie hinter einem steht jemand oder es steht ein Einkaufswagen hinter einem, den man vergessen hat oder so, dann sieht man das. Und wir haben hier ja auch nochmal die Option der 3D-Ansicht. Das heißt, das Auto wird in einer 3D-Version dargestellt, weil die Kameras können ja das Auto selbst nicht von außen zeigen, da sie ja im Auto montiert sind. Das heißt, wir haben eine 3D-Ansicht vom Auto und hier sieht man auch wieder die Beine von den netten Herren und die ganze Umgebung. Und wir haben auch noch die Funktion, uns nochmal jede Kamera einzeln anzeigen zu lassen. Hier sieht man gerade, steht ein Herr hinter dem Fahrzeug. Das möchte ich mir nochmal genauer begutachten. Dann sehen wir hier auch wirklich die Ansicht von hinten. Oder hier. Hier haben wir jetzt auch nochmal ein paar Beine, die sich da bewegen von der Seite. Die Frontansicht kann ich mir nochmal einzeln zeigen lassen. Also ihr seht, es gibt viele, viele neue Features in dem neuen A7. Diese Features gibt es ja auch schon im A8 und die werden auch so im neuen A6 übernommen werden. Viel Spielerei in einem großen Auto. Den Audi A7 gibt es aktuell in 2 Varianten, einmal als Benziner und einmal als Diesel. Und der Benziner ist einmal der 55 TFSI. Mit einer S-Tronic hat der Wagen 340 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Und dann gibt es noch den 50 TDI. Der Wagen hat 286 PS, 620 Newtonmeter und eben eine 8-Gang Tiptronic. Wir haben eine doppelte Verglasung, die dafür sorgt, dass der Wagen wirklich sehr ruhig ist. Die Scheiben sind sehr leise, wenn man sie rauf und runter macht. Das sind so Kleinigkeiten, die einem einfach auffallen. Der Wendekreis ist sehr klein. Das sind so die Eindrücke, die ich jetzt erstmal so mitgenommen habe. Ich fliege jetzt wieder zurück nach Deutschland. Ich danke euch wirklich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und natürlich meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja. See you later, Alligator.